Lose gekoppelte Architekturen sowie Microservices leben davon, dass ihre Komponenten, also die einzelnen Services, in der Regel asynchron miteinander kommunizieren. Basis dafür ist oft der Apache Kafka. Was auf der High-Level-Ebene erstmal einsichtig ist, wird im Detail unter Umständen ziemlich kompliziert. Deswegen stellen wir dazu 3 Videos bereit. Das erste, dieses hier, setzt sich damit auseinander, in welchen Fällen die asynchrone Kommunikation vielleicht nicht die beste Option ist, welche Regeln es einzuhalten gilt und dergleichen mehr. Und das kommt jetzt. Dieses Video nimmt in großen Teilen Anleihen an einen Vortrag von Sebastian Gauder von der Rewe Digital, der diesen Vortrag bei uns als Gast gehalten hat in einer Veranstaltung. Ein ähnlicher Vortrag ist aber von ihm auch öffentlich zu finden. Der Link ist hier eingeblendet und der findet sich auch nochmal zu den Notes zu dem Video. Beginnen wir doch mal mit der Frage, warum nicht alle Komponenten synchron miteinander kommunizieren sollten. Nehmen wir mal an, wir haben ein Gateway. Das Gateway ruft den ersten Microservice auf, dieser ruft dann wiederum einen zweiten auf. Es wird auch noch ein anderer Microservice gerufen, der ruft vielleicht 2 andere noch auf. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir unter Umständen eine Störung haben. Vielleicht ist der eine Microservice, in diesem Fall der Microservice 3, gestört, hat gerade eine Überlast oder ist gerade down, weil das Team, was den Microservice wartet, gerade eine neue Version deployt. In diesem Fall bekommen wir ein Problem mit dem gesamten Aufruf, weil wenn die Kette an einer Stelle unterbrochen ist, dann kann natürlich auch das gesamte System nicht durchlaufen. Also der gesamte Request, der beim Gateway aufläuft, ist an der Stelle eingebremst. Man kann sich behelfen an dieser Stelle. Man arbeitet dann in der Regel mit Timeouts. Das heißt, wenn der Service nicht antwortet in einer gewissen Zeit, dann hört man auf und macht da etwas später einen Retry. Und es gibt auch ein Pattern, das nennt sich Circuit Breaker. Dafür gibt es Implementierungen, die man dann wie eine Library dazu nehmen kann zu seinen Services. Und die sorgen dann dafür, dass in Abständen dieser Kontaktversuch immer wiederholt wird und dass man dem aufgerufenen Service, wenn er mehrmals nicht antwortet, ein bisschen Zeit gibt, um zu reagieren, sodass dann, wenn er wieder hochgefahren wird, nicht alle Anfragen auf einmal kommen. Ein weiteres Problem, was sich in diesem Chaining von synchronen Calls ergibt, ist, dass die Latenzen sich ganz schön addieren. Also wenn ich zum Beispiel 60 Millisekunden bei dem ersten Aufruf brauche, der aber dann wiederum den weiteren Service ruft, dann erhöht sich diese Zahl schon mal. Und das Gleiche passiert dann auch bei den anderen Calls. Das heißt, in diesem Fall dauert es ziemlich lange, bis der Client, der beim Gateway angefragt hat, wirklich eine Antwort bekommt. Auch hier kann man mit Lösungen arbeiten. Das wäre zum Beispiel ein Caching oder man kann mit Parallelisierung arbeiten. Aber man doktert ein bisschen an den Symptomen herum. Man kann eigentlich die Ursache des Problems nicht so richtig lösen. Also eine lange synchrone Aufrufkette ist immer dann ganz ungeeignet, wenn es lang dauernde Berechnungen gibt oder Unwägbarkeiten auf dem eingeschachtelten Verlauf. Im schlimmsten Fall so weit, dass eventuell ein menschlicher Eingriff nötig ist, also dass ein Mensch zum Beispiel irgendwo ein Approval geben muss, dann funktioniert es gar nicht mehr. Das Motto von Rewe Digital, was auch der Titel des Vortrags von Sebastian Gauder war, den er bei uns gehalten hat, ist Having data is better than needing data. Das heißt, Rewe macht in seiner Shop-Lösung, in der man Lebensmittel bestellen kann, ganz extrem stark Gebrauch von dem Grundgedanken, dass man die Daten versucht redundant vorzuhalten, da wo man sie braucht. Und diese Daten werden eingesammelt, indem Events durch das System verschickt werden und die einzelnen Services genau auf die Events horchen, die sie brauchen, um ihren redundanten Datenbestand aufzubauen. Das ist das Grundprinzip von asynchroner Kommunikation in einem lose gekoppelten System. Und das ist auch die Art, wie Rewe Digital das in seinem Shop-System macht. Wir schauen uns das mal im Beispiel an. Also nehmen wir mal einen etwas versimpelten Fall einer Kommunikationskette. Wir haben einen Customer Data Service, der wesentliche Stammdaten des Kunden speichert, also im Grunde sowas macht, wie das Kundenprofil zu verwalten. Dann haben wir einen Checkout-Service, der den Warenkorb verwaltet und in dem Moment entscheidet, ob der Kaufvorgang weitergehen kann. Und wir haben einen Billing-Service, der dafür sorgt, dass auch eine Rechnung geschrieben und dann einkassiert wird.
Nehmen wir mal an, wir hätten die folgende Kette von Aufrufen. Erstmal möchte der Checkout-Service wissen, welches Geburtsdatum der Kunde hat. Vielleicht hat der Kunde ja Alkohol bestellt und dann muss der Kunde mindestens 18 Jahre sein. Die Antwort kommt, dann möchte der Checkout-Service sagen, so, ich bin jetzt fertig, bitte bereite mal die Rechnung vor, lieber Billing-Service. Und der Billing-Service wiederum fragt beim Customer Service an, wie ist denn die E-Mail vom Kunden, damit ich dem die Rechnung zuschicken kann. Wenn man das jetzt synchron machen würde, dann würde das so aussehen, ich hätte erstmal eine Anfrage, wahrscheinlich eine REST-GET-Anfrage auf dem Customer Service, was denn das Geburtsdatum ist, kriege die Antwort. Dann mache ich ein Command, der Checkout-Service sendet das Kommando sendBill an den Billing-Service. Der gibt ein Acknowledgement zurück, nämlich Done. Und der Billing-Service macht in der Zwischenzeit dann nochmal die Query auf den Customer Data Service und fragt nach der E-Mail und bekommt dann das Ergebnis zurück. Wenn ich das jetzt versuche ein bisschen zu entkoppeln, weil ich habe jetzt eine ziemlich enge Kopplung zwischen all diesen drei Services mit all den Nachteilen, die ich eben auch genannt habe. Es ist schwer, die einzelnen Services unabhängig voneinander zu deployen und zu warten, weil die ja alle voneinander abhängen. Ich kann also eigentlich nicht einen von denen rausnehmen, ohne dass der gesamte Prozess ins Stocken kommt. Und ich bin auch eng miteinander verkoppelt. Also die Geschäftslogik der einzelnen Services hängt davon ab, dass ich an der Stelle dann die entsprechenden REST-Calls machen kann. Wenn also andere Services sich entschließen, die Struktur ihres APIs zu verändern, dann greift das sehr stark in die eigene Hoheit von meinem Service ein, weil ich ja diese REST-Calls eingebaut habe in meine Geschäftslogik. Ich könnte stattdessen Folgendes tun. Ich definiere mir ein Kafka-Topic, das nenne ich jetzt hier einfach mal High-Level Customer Topic. Auf diesem Customer Topic schicke ich alle Änderungen an den Kundendaten. Also wir nehmen mal an, wir haben hier einen Peter Müller mit einem Geburtsdatum und einer E-Mail. Und da gibt es irgendeine Änderung. Also vielleicht hat der Peter Müller sich gerade neu registriert oder er hat irgendeins seiner Daten geändert. Der Checkout-Service, der lauscht auf diesen Event und zieht sich genau die Informationen raus, die er braucht. An der Stelle für unseren Use Case war das Geburtsdatum. Und dann muss er halt dafür sorgen, dass er diese Kundeninformationen, also insbesondere das Geburtsdatum des Kunden, bei sich speichert. Er muss nicht unbedingt die kompletten Kundendaten speichern, vielleicht sind da Sachen bei, die er nicht braucht, aber in diesem Fall braucht er auf jeden Fall das Geburtsdatum. Das gleiche gilt für den Billing Service, der würde ebenfalls diesen Event horchen, also diesen Topic konsumieren, würde eventuell aber auch nicht alle Daten behalten, sondern vielleicht nur die E-Mail. Vergleichen wir mal die Situation bei Queries und Commands. Also, dass Queries gut funktionieren in asynchroner Form, denke ich, das hat das Beispiel eben gezeigt. Wie ist das denn bei den Commands? Wir hatten ja das eine Command, wo der Checkout-Service dann dem Billing-Service gesagt hat, jetzt sende doch bitte mal die Rechnung. Und der Billing-Service hat dann ein Acknowledgement zurückgeschickt, nämlich ist passiert, dann. Also, Vorteil, wenn man es synchron macht, der Aufrufer weiß tatsächlich, es ist passiert. Ich kriege ja einen Return-Wert zurück. Entweder sagt dieses Acknowledgement, diese Aktion ist wirklich schon geschehen und erfolgreich durchgeführt, oder mindestens, diese Aktion wurde angestoßen. Also der Billing-Service hat mich verstanden. Das ist ja auch schon was wert. In diesem Fall ist dann eben auch die Fail-and-Retry-Situation in gewisser Weise einfach. Also zumindest weiß ich sofort, wenn dieses Kommando nicht verstanden worden ist vom Billing-Service, weil er gerade down ist oder aus was für Gründen sonst. Ich habe aber die schon erwähnte enge Kopplung. Diese Situation führt dazu, dass häufig tatsächlich auch in lose gekoppelten Architekturen die Kommandos synchron verschickt werden. Die Queries asynchron, aber die Kommandos synchron. Zumindest ist das, sagen wir mal, eine valide erste Option, wenn man mal anfangen will mit dem Aufbau einer lose gekoppelten Architektur. Wenn man das asynchron machen würde, könnte man das ja so machen, ich habe wiederum ein Topic, was von dem Checkout-Service unterhalten wird und was jetzt mal hier Ready to Bill heißt. Wenn ich mit dem Checkout soweit fertig bin, dann sende ich da
ein Event zu und das wird dann konsumiert von dem Billing-Service. Damit habe ich eine lose Kopplung, aber ich habe auch eine ganze Menge Mehraufwand. Ich kann das Fail des Billing-Service nur durch ein Monitoring wirklich erkennen. Also der Checkout-Service, der weiß es nicht mehr, weil der ist ja raus. Das ist der Vorteil der losen Kopplung. Er muss sich nicht mehr darum kümmern, was irgendein anderer Service tut, was absolut ein Vorteil ist aus Sicht des Checkout-Service. Aber er weiß es eben auch nicht mehr. Das heißt, irgendeine andere Instanz muss jetzt prüfen, ob denn diese Rechnungsstellung wirklich passiert. Wenn ich ein Acknowledgement haben möchte, müsste ich quasi ein Event zurückschicken. Das ist so ein bisschen unschön. Gibt es auch, kann man machen. Dann hat man quasi die Antwort des synchronen Calls abgebildet durch einen Rückevent. Und wie man schon vielleicht auch an diesem sehr, sehr reduzierten, vereinfachten Beispiel erkennen kann, die Orchestrierung des Gesamtprozesses, dass ich also, sagen wir mal, diesen Verkaufsprozess habe, der sich über verschiedene Services erstreckt, der wird schon insgesamt intransparenter und aufwendiger, wenn man das in dieser Form asynchron implementiert. Das heißt, in der Summe, es gibt keinen Free Lunch. Für jeden Vorteil, den man in Anspruch nimmt, was die lose Kopplung angeht und die, sagen wir mal, gute, unabhängige Entwickelbarkeit der einzelnen Services, handelt man sich dann doch an anderer Stelle wieder ein Mehr an Komplexität ein, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass übergreifende Prozesse über verschiedene Services hinweg dann auch störungsfrei funktionieren. Machbar ist das. Auch der Apache Kafka liefert da einige Mechanismen, aber es ist halt komplex. Schauen wir mal ganz allgemein auf Regeln für Events. Also wenn wir uns mal darauf beschränken, dass wir mindestens die Queries, also die Informationsweitergabe über die Events abhandeln. Dann gibt es 3 Regeln, die leicht zu beachten und auch leicht zu verstehen sind. Das eine ist, Events sind immer True Facts. Also ein Event bedeutet, etwas ist tatsächlich in der Vergangenheit passiert. Klingt trivial, hat aber so ein paar Fußangeln, wie ich gleich zeigen werde. Zweitens, ein Event ist keine CRUD-Operation. Und es gibt immer einen dedizierten Owner für jedes Topic. Topics werden also nicht geshared. Nehmen wir mal den ersten Regel. Ein Event ist immer ein True Fact, etwas, was wirklich passiert ist. Nehmen wir mal an, es gibt ein REST-Interface des Services, der Kunde hat irgendeine Art von Änderung an seinem Profil vorgenommen. Dann muss sichergestellt werden, dass diese Änderung erstmal lokal verarbeitet und insbesondere auch gespeichert ist. Die muss persistent sein. Ich gebe also keinen Event raus, der noch nicht persistent ist, weil dann habe ich eventuell irgendeinen Fehler beim Speichern oder beim Verarbeiten und ich habe der Außenwelt schon erzählt, dass dieser Event stattgefunden hat. Er ist aber in meiner Welt eigentlich gar nicht wirklich passiert, weil ich hatte ja den Fehler. Das heißt, erst dann mache ich ein Event Publishing. Und das Gleiche gilt dann im Übrigen auch beim Konsumieren des Events. Also ich konsumiere den Event erstmal, dann mache ich lokal diese Verarbeitung und Speicherung. Also ich ziehe mir zum Beispiel das Attribut raus, was ich brauche, speichere das in meiner redundanten Datenhaltung und erst dann mache ich das Event Commit. Das Event Commit ist die Nachricht, dass ich die Message auch wirklich konsumiert habe und dass ich, wenn ich das nächste Mal auf dieses Topic zugreife, beim anderen Index ansetzen kann. Also ich kriege dann dieses Event nicht nochmal angeboten vom Kafka. Das ist der Sinn von diesem Event Commit. Auch hier gilt eben, das Commit mache ich erst dann, wenn ich das Event auch wirklich sicher verarbeitet habe, damit ich an der Stelle nicht Events unnötig mehrfach verarbeite. Was übrigens guter Stil ist hier beim Konsumenten von Events, ist, dass das Konsumieren von Events idempotent sein sollte. Das heißt, ich sollte alle Events, die ich einmal ausgelesen habe, noch einmal neu lesen können, ohne dass ich meine Datenhaltung zerschieße. Welchen Sinn hat das? Naja, wenn ich jetzt längere Zeit down war als Service und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich denn wirklich alle Events verfolgt habe, alle Events verarbeitet habe, kann ich relativ safe ab einem bestimmten Punkt wieder aufsetzen, spiele einfach alles wieder neu ein und nutze quasi den Apache Kafka als Single Source of Truth, also als einen sozusagen unternehmensweiten Speicher von fachlichen Ereignissen. Und dann sorge ich einfach dafür, dass wenn ein Event
tatsächlich schon in meiner Datenverarbeitung drin ist, dann muss ich ja einfach nur die entsprechenden IDs nachhalten, dann kann ich den problemlos nochmal konsumieren, mache mir nichts kaputt und kann einfach einen kompletten Zeitraum neu einlesen. Wie würde ich das denn erzwingen, was ich gerade gezeigt habe? Rewe Digital macht das damit, dass sie pro Service 3 Repositories anbietet. Zum einen das Entity Repo, wo wirklich die Geschäftsobjekte drin liegen. Dann gibt es das Event Repo und dann gibt es noch ein zweites Repo, das ist das Published Event Repo. So, und dieses Speichern und Publishen von Events passiert in 2 Transaktionskontexten. In der ersten Transaktion wird das Entity entsprechend geupdatet und ich schreibe den Event, den ich vorhabe zu publishen, in das Event-Repo. Dadurch, dass es eine geschlossene Transaktion ist, geht entweder beides gut oder beides geht schief. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sicher, dass das Entity-Repo und das Event-Repo miteinander in einem konsistenten Zustand sind. In der zweiten Transaktion gehe ich dann hin, lösche das Event aus dem Event-Repo, schreibe es in das Published-Event und schicke es raus. Damit habe ich für den Fall, dass der Apache Kafka mal down ist, als zentrale Infrastruktur, die ja jeder braucht, so eine Möglichkeit, dass ich die Events, die ich publishen will, erstmal in meinem Event-Repo, also in dem Zwischenspeicher, drin habe. Und wenn ich sie dann wirklich verschicke, dann bin ich auch wiederum sicher, dass Event-Repo, Published Event-Repo und das Customer Topic wieder in Sync sind. Also alle den gleichen konsistenten Zustand haben. Denn durch die Transaktion geht entweder alles gut oder ich rolle alles zurück. Zweite Regel, kein CRUD. Man ist ja versucht, sowas zu schreiben als Event wie Customer Created. Nur ist die Creation eines Customers aber ein Vorgang, der eher biologisch orientiert ist und den ich sicherlich hier nicht machen möchte. Was ich hier wahrscheinlich meine ist, Account registered by Customer. Also der Kunde hat sich bei der Webseite angemeldet und sich einen Account angelegt. Das ist zumindest semantisch was vollkommen anderes. Auch wenn die entsprechende Aktion dahinter vielleicht im Code ähnlich aussehen würde, aber auf jeden Fall habe ich mehr Klarheit, was denn hier eigentlich passiert ist. Und ich habe sogar Fälle, wo ich vielleicht durch diese CRUD-Ausdrücke eine Unschärfe reinkriege, die mehrere mögliche Ursachen verdeckt. Also wenn ich schreiben würde Customer deleted, dann kann das entweder sein Account temporarily blocked, das heißt, ich habe vielleicht nicht bezahlt oder es gab irgendwelche Angriffe über meinen Customer-Account und der Admin hat den erstmal abgeschaltet. Ich will den Kunden vielleicht nochmal zurückgewinnen, aber für den Moment ist der erstmal raus. Es gibt ihn noch, aber er kann nichts machen. Oder der Kunde hat selber gesagt, er möchte seine Mitgliedschaft kündigen und man solle bitte sämtliche Daten von ihm aus dem System entfernen, nach Datenschutzgrundverordnung, also Account cancelled by Customer. Beides führt dazu, dass der Customer in bestimmten Kontexten weg ist, deleted ist in gewisser Weise, aber es steckt etwas komplett Unterschiedliches dahinter, was auch unterschiedlich behandelt werden muss. Also hier führt Präzision dazu, dass man auch besseren Code schreibt. Was dabei hilft, ist zum Beispiel eine Methode wie Event Storming, die wir auch in unserem eigenen Projekt hier angewendet haben und die dazu führt, dass man die echten fachlichen Ereignisse findet. Dritte Regel, ein Owner für jedes Topic. Die Art, wie Rewe Digital Microservices ansieht, ist so, dass jeder Microservice im Prinzip 3 APIs hat. Zum einen ein REST API, zum zweiten ein UI API. Das ist nicht in allen Kontexten relevant, das ist dann relevant, wenn man auch eine Micro-Frontend-Architektur anbindet, wo also das Frontend aus kleinen Komponenten besteht, die jeweils auf einen Service matchen und auch von dem Service-Team unterhalten werden. Und dann ein Event API. Das heißt, die Events werden genauso als API angesehen wie das REST API. Und das heißt eben auch, dass jedes Topic immer zu einem Service gehört und einen eindeutigen Owner hat. Das ist schon ganz zentral, dieser Ownership. Und dadurch kriege ich auch eine klare Bindung des Topics an einen bestimmten Microservice und damit eben auch an ein bestimmtes Aggregate im Sinne von Domain-Driven Design. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der interessant ist und für den man sich entscheiden muss,
Es gibt für die Payload des Events 3 grundsätzliche Möglichkeiten. Das erste ist, ich schicke nur die ID und erwarte dann, dass nochmal ein REST-Call hinterherkommt. Zweite Möglichkeit, ich mache ein Event Sourcing, schicke das Delta, also nur das, was sich verändert hat. Oder ich mache Event Carried State Transfer und schicke den Full Payload, den gesamten Payload, das gesamte Aggregate mit. Wie sieht das aus? Wenn ich jetzt mal annehme, ich habe den Customer Data Service und da habe ich einen Kunden, der in seinem Profil eingibt, dass er jetzt nicht mehr Müller heißt, sondern Steinkötter, weil er geheiratet hat und den Namen seiner Frau angenommen hat. Dann würde ich in diesem ersten Modell einfach nur die ID des Kunden verschicken und wenn dann der Checkout-Service mehr wissen will, dann muss er einen synchronen Call machen, zum Beispiel einen Get Customers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die zweite Möglichkeit ist, ich schicke nur das Attribut, was sich geändert hat. Also in diesem Fall schicke ich die ID des Kunden und das Attribut, nämlich in diesem Fall Last Name, was sich verändert hat. Dritte Möglichkeit mit dem Full Payload, ich schicke immer den gesamten Kunden mit First Name, Last Name, Date of Birth und der Konsument meines Topics muss dann selber rausfinden, was sich verändert hat und gucken, ob das für ihn relevant ist. In welchen Fällen nimmt man was? Die erste Variante, nur eine ID mit einem REST-Call hinterher, kann man vielleicht dann in Erwägung ziehen, wenn man sehr, sehr viele Events durchs System schicken will, aber eigentlich nur selten wirklich, sagen wir mal, mehr Details benötigt. In unserem Fall passt das nicht so richtig vielleicht, aber nehmen wir mal an, ein konsumierender Event wäre nur an einer Handvoll bestimmter IDs interessiert, also nur an bestimmten Kunden. Und von 10.000 Events, die bei ihm ankommen, muss er nur 10, die wirklich bei ihm redundant gespeichert werden, wirklich nachfragen. Dann könnte man die Abwägung treffen, in diesem Fall ist mir der verringerte Netzwerktraffic vielleicht wert, dass ich da nochmal einen REST-Call hinterher schicke. Würde ich aber persönlich wirklich mit Vorsicht einsetzen, weil man ja im Grunde genommen hier synchron und asynchron miteinander kombiniert. Also man handelt sich schon relativ viel Nachteile wieder ein und da muss die Ersparnis schon sehr gravierend sein. Das zweite, das Event Sourcing, wo man nur das Delta verschickt, das kann man gut machen, wenn man große Aggregates hat, also viel Daten potenziell verschicken würde und viele Events durchs System schickt, sodass man also ein bisschen auf Datensparsamkeit achten muss. Und das dritte, die Full Payload, kann man dann machen, wenn einem Transactional Completeness wichtig ist. Das heißt also, wenn es wichtig ist, dass jeder Event, der verschickt wird, immer das Objekt, auf das es sich bezieht, in einen konsistenten Zustand zurücklassen würde. Im Prinzip ist das eine etwas redundante, aber dafür sehr robuste Form, Events zu verschicken. Und wenn man nicht so wahnsinnig viele Events hat, also wenn einfach die Datenmasse nicht so besonders groß ist, kann man das gut machen. Oder aber, wenn eine Log Compaction fachlich möglich ist. Der Apache Kafka lässt das zu, dass man im Nachhinein quasi Messages rauslöscht aus dem Event-Log und dadurch die Masse an Daten, die man vorhalten muss und speichern muss, ein bisschen reduziert. Und das ist genau auch die Art, wie Rewe Digital das macht. Die nimmt also die dritte Variante, die verschickt die volle Payload, macht aber eine Log Compaction. Anschauliches Beispiel, wenn ich im Laden einkaufe und ich fülle so langsam meinen Warenkorb, also im virtuellen Laden meine ich, dann lege ich da vielleicht zuerst Tomaten rein und dann Milch und dann eine Gurke und dann tue ich die Tomaten doch wieder raus und nehme was anderes und so weiter. Und am Schluss gehe ich halt zum Checkout und bestelle. Was letztlich für Rewe dann im Nachhinein nur noch wichtig ist, was hat denn der Kunde tatsächlich im Warenkorb gehabt, als er ausgecheckt hat. Und die ganzen Zwischenzustände, die im System alle verschickt worden sind als Full Payload, die werden durch Log Compaction dann weggeworfen. Das muss aber fachlich möglich sein, auch fachlich sinnvoll, sonst kann man Log Compaction fachlich nicht sinnvoll einsetzen. Bei Rewe funktioniert es gut, deswegen können die sich quasi leisten, die Full Payload zu verschicken. Und die sagen dann eben auch, das Event ist immer ein komplettes Aggregate. Damit haben Sie ein paar grundsätzliche Regeln, Designregeln für Eventing kennengelernt, dass Sie grundsätzlich
Queries immer versuchen, asynchron abzubilden, also den Informationstransfer. Bei den Commands muss man gucken, wie man es macht. Die kompromissbehaftete, aber einfachere Variante ist, die Commands synchron zu verschicken. Wenn man es asynchron macht, das geht auch, aber man muss dann eventuell mehr Aufwand reinstecken. Wir haben ein paar wesentliche Regeln kennengelernt für das Eventing und Sie haben 3 Möglichkeiten kennengelernt, wie man die Payload gestalten kann. Und hier wäre dann eben die Full Payload in der Regel die einfachste mit den entsprechenden Kompromissen, die man dann vielleicht beim Traffic hat.